KT, das ist das Label von Keith Tabul, einer der bekanntesten Shaper aus dem Windsurf- und Surf-Bereich, hat hier einen Wing präsentiert in einer leicht kompakten Bauform, sprich einem mittleren Aspektratio und einer mittleren bis hohen Profiltiefe. Gesteuert wird dieser Wing mit Schlaufen, dabei ist die vordere Hand mit einer wirklich sehr straff gehaltenen flachen Schlaufe versehen. Die mittlere und hintere ist insgesamt etwas tiefer gehalten und auch die Frontschlaufe ist etwas größer, aber steif genug, um damit den Wing gut zu führen. Und für denjenigen, der es mag, gibt es auch noch für die vordere Hand die V-Handles. Die Leash ist ein Gurtband ummanteltes Bungee und gut von der Länge dimensioniert. B- und entlüftet wird hier die Fronttube und die Middle Strut jeweils separat. Es gibt kein One-Pump-System. Wir haben 2 Standardventile, womit man halt die mittlere Strut und die Fronttube extra aufbläst. Für die Struts hat man als Material ein mit Polyesterfäden verstärktes Dacron gewählt und verschlossen ist diese mit einer Kedernaht, die zusätzlich nochmal gedoppelt ist und vernäht ist. Als Flugtuch dient hier bei KT ein dreifach Ripstop-Material. Verstärkt ist der KT Wing Air an den wesentlichen Stellen mit Kevlar-Materialien. Hier sehen wir nochmal schön das mittlere bis etwas tiefere Profil. In puncto Tuchstraffung hat man hier gute Arbeit geleistet. Hier flattert oder schlabbert nichts rum. Das Ganze ist wirklich gut zu Ende gedesignt. Von der Konstruktion, wir haben eine sehr gerade gehaltene Mittelstrut, dementsprechend auch ein durchgehendes, etwas größeres Infill-Panel, welches das Profil abstützt. Hier sieht man auch ganz gut, dass der tiefste Punkt des Profils schon im Verhältnis zu anderen Modellen, neueren, etwas weiter hinten sitzt. Die Abrisskante ist durchgehend mit einer Tuchdopplung versehen. Und wir sehen auch hier von der Outline normal eine doch recht gerade Hinterkante, wo nur sozusagen im Bereich der mittleren Strut ein kleiner Peak nach hinten raus neigt. Dadurch ergeben sich so ganz leichte Konkaven. Und der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist mit 2 Tuchstreifen gedoppelt. Getestet haben wir 4 und 5 Quadratmeter und auch beim ersten Gang ins Wasser haben wir einen gut ausbalancierten Wing, der eine ganz leichte Tendenz hat, von der Hinterkante etwas tiefer zu sitzen als die Anströmkante. Bei seinem durchgehend sehr guten Lift, der natürlich zum frühen Losfahren auch essentiell ist und hier im guten bis sehr guten Bereich liegt, ist der Gewichtsunterschied des Fahrers entscheidend über die Griffposition. Der leichtere Tester, wie hier zu sehen, greift den Wing zum Anpumpen deutlich weiter vorne mit der vorderen Hand und der schwerere bevorzugt hier mehr den Zug über die Hinterkante zu generieren. Dementsprechend ist die Griffposition auch der vorderen Hand weiter nach hinten gerichtet, was halt in beiden Fällen effizient sehr früh zum Aufsteigen oder sprich Fliegen führt. Vergleichen wir das Ganze vom Leistungsbild mit den Mitbewerbern, so gehört er hier zu den guten bis sehr guten Wings, was frühes Aufsteigen, sprich frühes Losfahren angeht. Und schauen wir auf die optimale aktive Pumptechnik, so mag der KT Wing eine leicht diagonale Stellung mit etwas länger gezogenen Pumpbewegungen, um hier die möglichst größte Effizienz zu zeigen. Schauen wir auf die Leistung bei Anwind und Geschwindigkeit. Da kommen wir gleich natürlich zum Druckpunkt. Dieser ist an sich wirklich sehr genau gewählt. Das heißt, die Griffposition ist hier, wenn man mittig greift, die Schlaufen, die vordere und hintere, genau auf dem Druckpunkt. Aber möchte man jetzt maximale Anwindleistung, so rücken beide Hände leicht nach hinten. Genauso auch auf anderen Kursen muss man hier immer ein klein wenig mit den Händen arbeiten, um die optimale Position für die bestmögliche Leistung zu erzielen. Das ist ein Punkt, an den man sich aber hier wirklich leicht und sehr schnell gewöhnt.
Und obwohl der KT Wing Air im Vergleich zu den Mitbewerbern, kann man schon sagen, eine dicke Fronttube besitzt, hat er doch ein gutes Geschwindigkeitspotenzial. Man muss hier ein klein wenig mit Druck über das Foil agieren und ihn insgesamt aufrechter fahren. Dann kann er hier das Ganze, sein Leistungspotenzial auch jederzeit in Geschwindigkeit umwandeln. Die Balance ist auf allen Kursen, in allen Geschwindigkeitsbereichen gut. Wie gesagt, kleine Anpassungen der Griffposition sind leichte Nuancen, sind je nach Körpergewicht, Windstärke und dergleichen hier ein klein wenig mehr anzupassen als bei vielleicht anderen Modellen. Dafür ist aber im Punkto Stallen völlig neutral. Also man hat hier nicht den Eindruck, dass die Nase nach Luft neigt oder tickt. Das ist natürlich sehr willkommen beim Einleiten von Sprüngen oder von Manövern. Wir haben klar aufgrund der etwas dickeren Fronttube ein klein wenig Drag bei Manövern gegen den Wind. Das ist aber alles im Bereich des Guten. Also wir sind nicht in der absoluten Spitzenklasse hier, aber für einen Around Wing ist das auf jeden Fall völlig neutral. Kommen wir zum Manöverhandling. Da müssen wir natürlich als erstes auf die V-Griffe eingehen. Die halten wir persönlich mittlerweile für überflüssig. Also da gibt es eigentlich so gut wie niemanden mehr, der diese nutzt. Und man kann sich diese 150 bis 200 Gramm für die Griffe definitiv vom Wing-Gewicht sparen. Auch wenn der KT-Wing hier im mittleren Gewichtsbereich der Wings liegt, gilt natürlich insgesamt halt leichter ist besser. Klar, wir haben hier einen kraftvollen Allrounder, da kommen wir noch in anderen Bereichen auch noch mal stärker hinzu. Nichtsdestotrotz ist das Manöverhandling vollständig neutral. Der Weg des Profils beim Backfahren zum Beispiel und bei anderen Manövern ist nicht so weit, dass man hier aus der Balance kommt. Auch das Schlagen des Profils haben wir hier nicht, einfach weil wir eine schöne Tuchstraffung haben. Und wenn man es vergleicht mit den Mitbewerbern, gerade den flacheren Profilen, dann liegen die Stärken des KT-Wings in der Kontrolle und weniger in dem spielerischen Moment, wobei der 4 Quadratmeter KT-Wing Air hier schon eher dazu tendiert, auch diesen Bereich halt mit guten bis sehr guten Leistungen zu erfüllen. Und kommen wir zu seinem Verhalten im geführten Zustand an der Frontschlaufe, also in der Welle oder auch hier beim Pumpen. So kommt auch immer dieser kleine Punkt, dass die Hinterkante ist immer ganz leicht nach unten geneigt. Gerade wenn man jetzt eher auflandige Bedingungen hat, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gerade beim Fünfer. Aber bei Sideshore oder Side-Onshore-Bedingungen oder alles, was mehr Offshore geht, klar, da schwebt er halt ganz unproblematisch, gut ausbalanciert mit, ist auch absolut stressfrei. Die Schlaufe ist toll dimensioniert, dass man ihn gut lenken kann, ohne jetzt übermäßige Kraft oder Drehung des Arms oder der Hand benutzen zu müssen. Das ist schon auch in diesem Bereich halt wirklich ein guter Wing, auch wenn man damit mal ein bisschen in der Welle fahren möchte. Und klar, das Label kommt aus Hawaii und wir wollen uns da niemals mit den Bedingungen dieser schönen Inselgruppe messen. Wir müssen das natürlich immer auch bewerten, wie sich das in unseren hiesigen Gefilden, in einer schicken Ostseewelle halt hier mit einer leichten Dünung verhält, auch mal bei weniger Wind, weil das ist auch der hauptsächliche Einsatzbereich, den wir hier haben, die Höchstleistung oder die Möglichkeiten, die man halt in sehr großen Wellen oder Side-Offshore-Revieren hat, die stehen halt nicht immer zur Verfügung und da muss natürlich auch so ein Wing hier im Vergleich auch performen, aber das kann er durchaus. Bei den Sprungeigenschaften, da spielt der KT Wing Air wirklich absolut in der ersten Liga mit. Wir haben eine wirklich optimale Anstellung des Wings bei neutraler Fahrposition, dass wir einerseits hier stets, ob langsam angefahren oder schnell angefahren, einen optimalen Lift generieren können. Wir haben eine so schön ausbalancierte Mitte, dass wir hier komplizierte Tricks
gut rotieren können mit viel Kontrolle. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das Umschlagen auch des Profils halt geht nicht zu lang, als dass es da irgendwelche harten Schläge gibt, die einen außer Balance bringen. Aber man hat halt eine gleichmäßigere, hohe Kraftentfaltung. Die lässt sich halt leichter kontrollieren als eine kurze, explosive Kraftentfaltung. Und dieses gleichmäßig langanhaltende und kräftige, das hat der KT Wing Air wirklich in 5 und 4 Quadratmeter einfach optimal. Zudem verliert er auch seine Anströmung nicht so schnell. Das heißt, auch bei der Landung ist er halt sofort wieder mit kompletter Leistung und Vortrieb da. Das ist wichtig, dass hier schnell wieder die Strömung am Wing anliegt, damit man da nicht zu lange Phasen hat, um wieder weiterfahren zu können. Einzig die Anmerkung bei den leichteren Testern, also unser leichtester ist hier mit 55 Kilo Gewicht nur versehen. Der hat es dann insgesamt einen kleinen Tick schwerer, die kräftige Leistung des KT Wing Air durchgehend optimal zu kontrollieren. So haben wir hier insgesamt einen kräftigen Allrounder, der ein klein bisschen physischer ist als so der mittlere Bereich. Deshalb für die ganz leichten Personen würden wir auf jeden Fall auch hier nur den Einstieg ab 4 Quadratmeter empfehlen. 5 Quadratmeter kann da den sehr leichten Fahrer oder die Fahrerin mit 45, 50, 55 Kilo eventuell ein bisschen überfordern. Da gibt es ein bisschen spielerischeres, aber wenn man in dem Durchschnittsbereich 80 bis 90 Kilo, sagen wir mal, liegt, ist der KT Wing hier einer der leistungsstärksten, auch im Low-End. Und er hat halt wirklich ganz besondere Stärken bei seinen Sprungeigenschaften aufgrund der eigenen Anstellung und auch der Neutralität nach Luft, dass er halt bei irgendwelchen Tricks halt nicht die Nase nach unten zieht oder nach Luft zieht. Das fällt insgesamt halt alles sehr, sehr einfach und man kommt halt schnell auf gute Höhen und er trägt dabei auch noch wirklich exzellent. Wie gesagt, auch ein bisschen Welle fahren ist nicht unbedingt sein 100%iges Spezialgebiet, aber auch hier schlägt er sich wirklich wunderbar und auch der Manöverfreak halt kann alles machen, wozu er irgendwie Lust hat. Also das ist ein durchgehend sehr gelungenes, ausgewogenes Produkt halt mit einer exzellenten Verarbeitung. Klar, über die V-Handles vorne, da können wir uns streiten, ob man diese wirklich heutzutage noch braucht. Und schauen wir auf den Preis. Wir haben hier beim 5er einen Verkaufspreis von 1099 Euro. Damit liegt das Ganze hier im mittleren durchschnittlichen Bereich, was die Wings mit konventionellen Materialien angeht. Also auch das hier ist nicht überzogen, sondern entspricht einfach dem Durchschnitt. Also von unserer Seite kann man das hier echt gut machen.